Sie stirbt nur 3 Jahre nach dem Untergang der Monarchie, fern von Preußen, fern vom Glanz, während ihre Kinder um ihren Platz in einer neuen Welt ringen. Trug Kaiserin Auguste Victoria Mitschuld am Ende des Kaiserreiches? War sie Opfer des Umsturzes oder Teil des Problems? Und was wurde aus den Kaiserkindern? Auguste Victoria wurde am 22. Oktober 1858 im Schloss Dolzig in der Lausitz geboren, einem kleinen Ort im heutigen Polen, nahe Bad Muskau und Forst. Gemeinsam mit ihren Geschwistern wuchs sie in behüteter Umgebung auf, fern vom Glanz großer Höfe. Am 27. Februar 1881 trat sie in eine andere Welt ein. In Berlin heiratete sie Prinz Wilhelm von Preußen, Sohn des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und der britischen Prinzessin Victoria, einer Tochter von Queen Victoria. Wilhelm war ein Enkel Kaiser Wilhelms I. und der künftige Thronfolger des Deutschen Kaiserreiches. Als deutsche Kaiserin und preußische Königin verkörperte Auguste Victoria das Idealbild einer monarchischen Ehefrau ihrer Zeit. Sie hielt sich aus der Politik heraus, strebte nicht nach Macht, sondern lebte ein Leben geprägt von Pflichtgefühl, Frömmigkeit und Wohltätigkeit. Traditionell, sittsam und tief religiös widmete sie sich vor allem karitativen Aufgaben, Krankenhäusern, der Armenfürsorge und der Unterstützung verwundeter Soldaten. Nach dem erstgeborenen Sohn Wilhelm 1882 folgten 6 weitere Kinder, jeder mit einer eigenen Geschichte. In den darauffolgenden Jahren erblickte Eitel Friedrich das Licht der Welt, gefolgt von Adalbert, August Wilhelm, Oskar und schließlich Joachim im Jahr 1890. Den krönenden Abschluss bildete 1892 die Geburt ihrer einzigen Tochter, Victoria Luise. Seit jeher spielte diese Familie eine bedeutende Rolle im emotionalen Gefüge der Nation. In der monarchischen Staatsform rückte das Leben der Herrscherfamilie unweigerlich ins Licht der Öffentlichkeit. Schon die kleinsten, königliche oder kaiserliche Kinder wurden zu Symbolfiguren, begleitet von den Blicken eines ganzen Volkes. Ihre Fotos verbreiteten sich im ganzen Land. Ihre Namen waren alte preußische Tradition. Als Auguste Victoria in den 1880er Jahren in das Haus Hohenzollern einheiratet, scheint das Deutsche Kaiserreich gefestigt und stark. Die Wirtschaft boomt, Fabriken rauchen und Deutschland wird vom Agrarland zur führenden Industrienation Europas. Auch Berlin verändert sich. Millionen ziehen nun vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit. Die Lebensbedingungen der einfachen Arbeiter sind elend und unter der Oberfläche gärt es. Soziale Spannungen, politische Meinungsverschiedenheiten und die starre Ordnung des Kaiserreiches legten den Grundstein für aufkommende Konflikte. Während sich draußen die Gesellschaft wandelte, wuchs im Inneren der kaiserlichen Familie eine neue Generation heran. In einer Welt, die bald nicht mehr existieren sollte. Im Haus Hohenzollern war die militärische Tradition allgegenwärtig. Es war üblich, dass jeder männliche Nachkomme bereits im Alter von 10 Jahren in das 1. Garderegiment eintrat. So erhielt der Kronprinz an seinem 10. Geburtstag im Jahr 1892 von seinem Vater voller Stolz die Uniform dieses Regiments und meinte lächelnd: Endlich habe ich was Vernünftiges anzuziehen. Die Kadettenanstalt von Plön bei Kiel, eine wahre Nachwuchsschmiede für das preußische Militär. Hier sollen sie zu Soldaten ausgebildet werden. Der Kaiser lässt ein ehemaliges Lustschloss für seine Kinder herrichten, die Prinzenschule.
Sie bekommen eigene kleine Klassen, in denen Disziplin den Alltag der jungen Prinzen bestimmt. Es waren nicht nur Söhne, es waren Repräsentanten eines sterbenden Systems, und sie alle mussten sich nach dem Umsturz neu erfinden. Die Anwesenheit des Kaisers beschränkte sich darauf, dass er im Schritttempo mit dem Hofzug an der kleinen eigenen Bahnstation, die die Prinzenschule in Plön damals hatte, vorbeifuhr. Die Prinzen waren dann auf dem Bahnsteig angetreten. Mit einem militärisch exakten Gruß erwiderten sie den Blick ihres Vaters, der seinerseits aus dem fahrenden Zug heraus ebenso förmlich zurückgrüßte. Kaum war dieser kurze Moment vorüber, beschleunigte der Hofzug wieder und setzte seine Reise fort, fuhr dann weiter Richtung Kiel, zur Kieler Woche oder was sonst noch beim Kaiser auf dem Terminkalender stand. Nach der Abiturprüfung wurden die jungen Prinzen traditionell dem 1. Garderegiment zu Fuß in Potsdam unterstellt. Doch für den 4. Sohn des Kaisers, August Wilhelm, der schon als Junge liebevoll Prinz Auwi genannt wurde, sollte das Militär nicht der Weg seines Lebens sein. Er, der ein Herz für Kunst, Malerei und Poesie hatte und der sich lieber im Verkleiden und Fabulieren übte, unterschied sich deutlich von seinen Brüdern, deren Leben stärker vom militärisch-männlichen Ideal geprägt war. So verlässt Auwi bereits nach einem halben Jahr die Armee, um seinen eigenen Weg zu gehen und nimmt ein Studium auf. Währenddessen schlug der Thronfolger Wilhelm einen ganz anderen Weg ein. Als Offizier mit Leib und Seele und einem festen Grundsatz, lieber weniger, dafür aber energisch zu dienen, war er das genaue Gegenteil seines Bruders. Trotz eher begrenzter politischer Kenntnisse schreckte Wilhelm nicht davor zurück, seinem kaiserlichen Vater ungefragt Ratschläge zu erteilen, was ihm den Ruf einbrachte, ein wenig aus der Art geschlagen zu sein. Doch der junge Kronprinz, bekannt für seine Wirkung auf die Damenwelt, eroberte nicht nur viele Herzen, sondern fand 1905 in der jungen Herzogin Cäcilie zu Mecklenburg seine Auserwählte. Die 18-jährige Cäcilie galt als natürliche Schönheit, die mit ihrem Sinn für extravagante Hüte und vor allem mit ihrem tadellosen Stammbaum perfekt in das kaiserliche Bild passte. Es mutet fast wie eine griechische Tragödie an. Gerade als sich das Schicksal zu wenden schien, nahm es unaufhaltsam seinen Lauf. Im Jahr 1913 strahlte das Deutsche Kaiserreich noch einmal im vollen Glanz. Paraden, Jubelfeiern mit Monarchen aus ganz Europa. Das 25-jährige Regierungsjubiläum Wilhelms II., die Jahrhundertfeier der Befreiungskriege gegen Napoleon am Völkerschlachtsdenkmal in Leipzig und als Höhepunkt die Hochzeit seiner Tochter Viktoria Luise mit dem Herzog Ernst August zu Braunschweig. Diese Hochzeit machte Berlin zum glanzvollen Mittelpunkt des europäischen Hochadels, denn auch der britische König Georg V. und der russische Zar Nikolaus II., beide mit dem deutschen Kaiserhaus eng verbunden, waren bei den Feierlichkeiten zugegen. Ein Band familiärer Verbundenheit, stärker als jeder politische Zwist. Doch es war nur ein flüchtiger Glanz vor dem Sturm. Ein Jahr später Sarajevo. Ein Attentat, scheinbar weit entfernt, entzündete das Pulverfass. Die Bündnisse greifen wie Zahnräder ineinander und während der Kaiser plötzlich vor der eigenen Ohnmacht steht, rollt Europa dem Krieg entgegen. Die Lichter, sie gingen aus. Für ein ganzes Zeitalter. Am 1. August 1914 unterzeichnet Kaiser Wilhelm II. Den Mobilmachungsbefehl. Die Kaisersöhne müssen nun in der preußischen Armee dienen. Kronprinz Wilhelm bekommt das Oberkommando über die 5. Armee, die an der Westfront eingesetzt wird. Was sein Vater über seine Fähigkeiten hält, lässt er ihn persönlich wissen. Gratuliere zum Sieg, den du mit Gottes Hilfe so schön gewonnen. Verleihe dir Eisernes Kreuz 2. und 1. Klasse. Grüße deine braven Truppen mit meinem und des Vaterlandes Dank. Brav gemacht. Bin stolz auf dich.
ein treuer Vater Wilhelm. Auch die anderen Kaisersöhne ziehen in den Krieg. Prinz Eitel Friedrich und Prinz Oskar führen ein Regiment. Der dritte Kaisersohn Adalbert wird Offizier auf einem Schlachtschiff. Nur einer fällt aus der Reihe. Prinz August Wilhelm gilt als Schöngeist. Er, der mehr wie ein Tourist beschrieben wird, eher an den Kriegsschauplätzen unterwegs war, anstatt tatsächlich militärische Verantwortung zu tragen. Seine Tätigkeit im Krieg bestand hauptsächlich darin, Fotos zu machen und melancholische Gedichte zu schreiben. Als sich im Herbst 1918 das Unheil nicht länger leugnen ließ, als Hunger, Kriegsmüdigkeit und Aufstände das Land erschütterten, brach in Deutschland die Revolution aus. Am 9. November handelte Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig. Er verkündete die Abdankung Wilhelms II., ohne dessen Wissen, ohne dessen Zustimmung. Ein verzweifelter Versuch, den Alliierten ein Zeichen des Wandels zu senden. Doch es war ein Trugschluss. Am 28. November schließlich beugte sich der einstige Kaiser dem Unvermeidlichen. In Amerongen im niederländischen Exil unterzeichnete Wilhelm II. Seine Abdankung. Ein Reich war gefallen und mit ihm ein Mann, der geglaubt hatte, vom Gottesgnadentum getragen zu sein. Nach dem Ende der Monarchie brach für die Kinder des Kaisers eine Welt zusammen. Das höfische Leben, das ihr Lebensmittelpunkt war, verschwand plötzlich. Prinz August Wilhelm war zutiefst erschüttert und suchte in einem Lazarett Schutz. Als er sah, wie das Bild des Kaisers abgehängt wurde, brach er in Tränen aus und konnte die neue Realität kaum begreifen. Auch seine Ehe mit Alexandra zerbrach kurz darauf, weil die arrangierte Verbindung ohne die Monarchie nicht mehr hielt. All das stürzte Prinz Auwi in eine tiefe persönliche Krise. Auch die Ehen von Eitel Friedrich und dem jüngsten Sohn Prinz Joachim zerbrechen nach der Revolution. Prinz Joachim begeht Selbstmord. Prinz August Wilhelms Bruder Wilhelm erlebte nach der Revolution ebenfalls schwierige Zeiten. Er lebte auf der Insel Wieringen in den Niederlanden in recht bescheidenen Verhältnissen in einem kleinen ehemaligen Fischerort und bewohnte dort 2 Zimmer in einem verlassenen Pfarrhaus. Es war der Tiefpunkt seines Lebens mit dem Verzicht seiner Person auf den Thron. Erst 1923 darf er nach Deutschland zurückkehren. Verbunden war dies mit der Auflage, dass die Rückkehr möglichst im Geheimen durchgeführt wurde und vor allem ohne politisches Hervortreten. Immerhin 1926 wird die Enteignung der Fürstenfamilien in einer Volksabstimmung abgelehnt. Sie bekommen einen Teil ihrer Vermögen zurück. Kronprinzessin Cäcilie lebte auf einem der berühmtesten Renaissance-Schlösser in Deutschland, Schloss Oels. 1885 war das Schloss in den Besitz des Hauses Hohenzollern übergegangen und wurde dem jeweiligen Kronprinzen übertragen. In freudiger Erwartung verharrte die Kronprinzessin mit ihren 6 Kindern der Rückkehr ihres geliebten Mannes. Auf dem Gut kümmerte sich der Kronprinz intensiv um die 36.000 Morgen Land, um das Vieh und die Forstwirtschaft. Schloss Oels war für alle Mitglieder der Familie der Ort eines stillen, schönen Familienlebens. Natürlich zog es den sportbegeisterten Kronprinzen immer wieder nach Berlin zu Reitturnieren oder Pferderennen. Andererseits begann er auch wieder auf der berühmten Amati-Geige zu spielen, die einst Friedrich dem Großen gehört hatte. Auch veranlasste er, dass die gesamte Regimentskapelle auf Schloss Oels Balalaika spielen lernte, da Cäcilie dieses Instrument besonders liebte. Auch Wilhelms Schwester Viktoria Luise, die nach der Revolution zunächst nach Österreich geflohen war, findet schließlich in ihrem früheren Herzogtum Braunschweig wieder Anerkennung und wurde dort als hochgeschätzter Gast empfangen. Auguste Victoria findet in dieser Zeit, als sie zusammen mit Wilhelm II. Im Exil in Dorn lebt, nur wenig Trost.
Dort in ihrem neuen Haus vermisst sie ihre 7 Kinder und beginnt mit der Vergangenheit zu hadern, insbesondere mit der Entscheidung, 1918 keine Gewalt gegen die revolutionären Soldaten eingesetzt zu haben. Sie fragt sich, ob der Aufstand vielleicht hätte niedergeschlagen werden können. Die Kaiserin verstarb im April 1921 im Exil in Dorn. Ihre letzte Sorge galt ihrem Mann, dem ehemaligen Kaiser Wilhelm II., den sie nicht allein lassen wollte. Dabei war sie selbst auch daran beteiligt, dass Wilhelm letztlich seine Krone verlor, da sie eine echte Demokratisierung ablehnte. Nach ihrem Tod wurde ihr Leichnam nach Potsdam überführt und auf dem Weg säumten Hunderttausende ehemalige Untertanen die Straßen. Auch ihre Familie, ehemalige Fürsten und kaiserliche Generäle nahmen Abschied von ihr. Für die Kinder der Kaiserin war der Fall der Monarchie nicht nur das Ende einer Staatsform, es war das Ende ihrer Identität. Sie verloren nicht nur einen Thron, sondern die Zukunft, für die sie ihr ganzes Leben lang erzogen worden waren. Sie waren Preußens Hoffnung, doch was blieb, war eine Vergangenheit, die ihnen nicht mehr gehörte und eine Zukunft, auf die sie nie vorbereitet waren. Auguste Victoria blieb aus Liebe bis zuletzt an der Seite ihres Mannes, doch aus Überzeugung lehnte sie jede Demokratisierung ab. So wurde sie, vielleicht ungewollt, zur Mitgestalterin des Untergangs einer Welt, die auch ihre Kinder mit in den Abgrund riss.